Bei 20 Millimeter war dann endgültig Schluss und wir versuchen heute, ob man das nicht deutlich besser machen kann. Das ist eine Parkside Akku-Metall-Kreissäge. Damit kann man Mobilstahl, Aluminium, Edelstahl schneiden und der riesengroße Vorteil an so einer Akku-Metall-Kreissäge ist nicht nur, dass man damit mobil ist. Ein Großteil von dem Dreck, von den Spänen wird in einem Spänesammler gesammelt. Absolut genial, weniger Dreck und man hat eine tolle mobile Möglichkeit, um Metall zu schneiden. Gibt es im professionellen Bereich schon seit Jahren und seit ungefähr 2-3 Monaten bei Parkside. Ich habe das Gerät hier auf meinem Kanal ausprobiert, getestet und viele waren wirklich begeistert. Aber bei 20 mm Stahl, da war dann irgendwann am Ende des Tages die Luft draußen, zu wenig Dampf. Und die Sägeblätter von Parkside waren einfach zu schlecht. Man muss mal ganz klar sagen, die kosten einen Zehner, so ein Sägeblatt. Da kann man natürlich nicht die Welt erwarten. Und das können wir deutlich besser machen. Ich habe ein kleines Update für die Säge besorgt. Das heißt deutlich mehr Dampf und deutlich bessere Sägeblätter. Und da gucken wir jetzt, was damit alles möglich ist. Also die Mission ist im Prinzip klar, wir brauchen ein besseres Sägeblatt. Dafür habe ich mir einfach bei Amazon mal ein paar Muster bestellt, die werden wir zusammen ausprobieren und wir brauchen mehr Leistung. Ich habe für den Test mit der Säge den empfohlenen 8 Ampere-Stunden Akku, also der wird minimal empfohlen, den habe ich genutzt. Es gibt mittlerweile aber auch einen 12 Ampere-Stunden Akku, den habe ich mir bestellt, der hat mich schlanke 79 € gekostet. Das ist natürlich ein ganz großer Klopper und jetzt werden viele sagen, damit kannst du natürlich länger arbeiten, aber du hast doch nicht mehr Leistung. Nein, ein größerer Akku hat auch einen höheren Entladestrom und damit kann man auch deutlich länger arbeiten. Ich habe hier mal eine kleine Tabelle vorbereitet, wer sich das in Ruhe angucken will, einfach kurz auf Pause drücken, kann man sich das angucken und da sieht man, 8 Ampere-Stunden Akku hat Peak-Leistung 900 Watt und der 12 Ampere-Stunden Akku, der hat dann 1200 bis 1300 Watt. Also damit hat das Gerät schon mal deutlich mehr Leistung. Ich habe das gleich mal in Kurzform am Winkelschleifer ausprobiert und das merkt man wirklich auch gleich, dass das Gerät viel durchzugsstärker ist und dass das Gerät viel mehr Leistung hat. Das Gerät wird natürlich auch 350 Gramm schwerer, war jetzt für mich kein Problem, aber man merkt das natürlich, dass das Gerät schwerer ist und damit müsste unsere Säge schon mal deutlich mehr Leistung haben und damit hat man Problem Nummer 1 schon mal gelöst. Eine weitere Option wäre auch ein Akku-Rucksack. Sowas gibt es mittlerweile auch von Parkside. Ich habe mir den einfach in meinem Wahn mal mitbestellt und überlege, ob ich den nicht vielleicht wieder zurückgebe, weil eigentlich brauche ich ihn nicht. Ich fand das aber so eine coole Lösung. Das heißt, da kommen die Akkus rein, das setzt man sich auf den Rücken und dann hat man so ein Kabel mit einem Adapter, kann das Ganze anschließen. Gibt es von verschiedenen Herstellern im Profibereich und jetzt gibt es sowas auch von Parkside. Hat mich 100 € gekostet und ich überlege noch. Also wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare, dann machen wir dazu auch noch mal ein gesondertes Video. Das wäre dann die unendliche Akku-Power von Parkside oder dergleichen. Man muss sich ja immer einen richtig geschmeidigen Titel ausdenken. Mehr Dampf ist also kein Problem, im Notfall würden wir uns den Rucksack aufsetzen. Beim Sägeblatt sieht es schon ganz anders aus. Meine Lieblingsversion wäre ein Evolution Rage Sägeblatt, das hatten mich auch viele gefragt und gebeten. Da hat man nur das riesengroße Problem, das Sägeblatt hat eine Bohrung von 25,4 mm, Parkside benutzt aber eine Aufnahme von 30 mm. Und ich kann sowas immer kleiner adaptieren mit Ringen, das ist kein Problem, aber größer machen ist schwierig. Man kann das Ganze aufbohren, das sollte man aber in der Regel nicht machen. Ich habe es schon mal gemacht. Es ist also auch nicht mit jedem normalen Bohrer möglich und ich habe damals auch einen riesen Shitstorm gekriegt. Da fangen alle an zu weinen. Um Gottes Willen, die Leute bringen sich um und. Dementsprechend habe ich das nicht gemacht. Ich habe mir also Sägeblätter bestellt. Und Sägeblatt Nummer 1 war jetzt gleich ein völliger Griff ins Klo. Das hat 45 € gekostet bei Amazon, hat sehr gute Bewertungen, ist ein Multi-Sägeblatt, ähnlich wie das Evolution Rage Sägeblatt. Ich werde das hier vom Namen auch nicht erwähnen, werde ich gleich noch mal was zu sagen. Ich habe damit versucht, erstmal 8 mm Stahl zu schneiden, weil ich dachte, mit so einem gut bewerteten Sägeblatt, da brauchst du nicht wieder bei einem 2 mm Rohr anfangen. Da kann man wirklich gleich 8 mm Stahl nehmen. Ich habe auf die Drehzahl geachtet.
Ich habe einen Tropfen Öl dran gemacht. Ich bin vorsichtig vorgegangen. Ich bin niemand, der irgendwelche Werkzeuge sinnlos zerstört oder quält oder dergleichen. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich war sowas von frustriert. Ich musste für den Tag den Test abbrechen, bin nach Hause gegangen und habe gesagt, Hasi, zu meiner Frau, ich habe heute einfach keine Lust mehr. Das ist sowas von frustrierend. Es funktioniert nicht. Also es war wirklich unterirdisch. Ich habe auch alles überprüft, ob ich irgendwas verkehrt gemacht habe. Warum sage ich den Namen von dem Hersteller nicht? Punkt 1 ist, von wegen, es kann natürlich eine Montagsserie sein. Wenn ich da nochmal irgendwo ein Update bekomme, was besser funktioniert, würde ich das sicherlich nochmal zeigen. Punkt 2 ist von wegen, ich habe auch keine Lust auf die Streitereien. Ich versuche hier die Sachen zu zeigen, die wirklich funktionieren auf diesem Kanal. Wenn mal Kleinigkeiten nicht funktionieren, dann zeige ich das gerne, dann sage ich das gerne. Das ist dann auch immer eine Möglichkeit für eine Verbesserung. Aber wenn es generell überhaupt nicht funktioniert und dann 45 € reißerische Werbung und wenn man dann sieht, was am Ende des Tages bei rumkommt oder so, war ich wirklich frustriert, habe ich mich drüber geärgert und damit ist es nicht möglich, vernünftig Metall oder Stahl zu schneiden. Da könnte man lieber ein Parkside-Sägeblatt nehmen, die kosten 10 € wie gesagt und dementsprechend habe ich mir einfach nochmal ein neues bestellt. Das war ein bisschen teurer, aber dass ich damit gemacht habe, das wird euch erstaunen. Und wenn man so richtig negative Erfahrungen gemacht hat, dann freut man sich natürlich unglaublich über Qualität. Das Sägeblatt heißt LX Diamond. Hat mir ein Zuschauer empfohlen, der sagt, Manni, ich habe eine Premium-Säge und das Sägeblatt ist auch Schrott. Da redet nur keiner drüber, weil in den kleinen Werbevideos funktioniert es immer. Anderes Thema und der hat mir das Sägeblatt empfohlen, kostet schlanke 80 €, hat natürlich wehgetan, sich sowas zu kaufen, aber ich habe gedacht, das musst du jetzt ausprobieren, nach dem ganzen Frustrierenden und das ist wirklich ein absoluter Genuss. Das Sägeblatt ist 1,8 mm stark, soll das Parkside Sägeblatt übrigens auch sein. Wenn man aber nachmisst, merkt man, das Parkside Sägeblatt ist aber 2,3, 2,4 mm stark. Und das Sägeblatt soll geeignet sein für Eisen, für Stahl, Stahlprofile, Edelstahl, V2A, V4A. Ich weiß jetzt nicht genau, auf was sich dieses 2 mm bezieht, aber auf jeden Fall soll es dafür geeignet sein und das ist jetzt wirklich ein absoluter Genuss. Ich habe damit jetzt ganz soft angefangen, habe 4 Kantrohre abgeschnitten, also das heißt ganz normal 2 mm Stahlrohre, 3 mm Stahlrohre. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Es geht dadurch wie Butter, so wie das sein soll. Man hat jetzt richtig Dampf, man arbeitet nicht mit überschwänglich viel Druck, man lässt die Säge arbeiten und das geht durch wie Butter. Ein Schnitt nach dem anderen. Das ist also wirklich schon mal ein absolutes Träumchen. Und der nächste Test ist dann natürlich das 8 mm Stahlblech und auch hier 8 mm Stahlblech, ein Schnitt, es geht durch wie Butter. So stelle ich mir das vor, dass das wirklich ein professionelles Sägeblatt und normal eine professionelle Säge hinkriegt. Und damit versuchen wir jetzt auch mal 20 mm Stahl zu schneiden. Und wenn man jetzt hier die Säge vorsichtig ansetzt und die Säge arbeiten lässt, dann merkt man, dass die Säge hier wirklich durchgleitet wie Butter. Und das ist dann vergleichbar mit meiner Evolution Handkreissäge. Riesenvorteil ist natürlich, man hat hier nicht so viel Späne, die einem irgendwo die ganze Werkstatt versauen. Riesenvorteil, und das mit den Spänen ist der absolute Hammer, das zeige ich euch gleich noch. Und der Riesenvorteil ist natürlich auch, dass einem die Späne nicht um die Ohren fliegen. Man kann hier wirklich schön sauber mit arbeiten. Das ist die reguläre Geschwindigkeit. Ich habe hier also nichts an der Geschwindigkeit verändert. Ich habe einmal die Kamera kurz umgestellt, um das zu zeigen. Und jetzt sieht man hier, wie die Säge hier durchgeht. Und jetzt gucken wir uns mal zusammen das Ergebnis an. Also das ist wirklich Wahnsinn. Die Säge geht durch 20 mm Stahl durch wie Butter. Sägt das ganz normal und wir reden immer noch von einer Akkusäge. Der Sägeschnitt sieht extrem gut aus. So ganz leichte Schliffspuren von dem Sägeblatt, das war es aber auch. Wir haben hier keinen Grad. Also man kann auch nicht sagen, es ist nahezu kein Grad. Es ist wirklich kein Grad. Man würde es nicht schaffen, sich an dieser Kante hier unten irgendwo zu schneiden. Wenn mich jemand fragen würde, ich würde sagen, die ist schon nachbearbeitet. Da ist nichts dran. Also das ist zeitlich schon mal der Hammer. Qualität des Schnittes ist der Hammer. Und jetzt kommt es wirklich. Ich habe vorher schon immer euch erzählt, von wegen ungefähr so 50–60% der Späne sind in diesem Spänesammler. Und das ist jetzt nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Das war mir eben bei den Rohren schon aufgefallen. Also ich habe
habe eben schon Rohre gesägt, ich habe eben schon 8 mm Stahl gesägt. Da ist es mir auch schon extrem aufgefallen, aber hier ist es wirklich noch extremer. Und dieser Späne-Sammler ist komplett voll. Ich kann mir das wirklich nur so erklären, dass durch die Qualität des Sägeblattes die Späne viel gröber sind, die hier gesägt werden und nicht so viel fein, weil es nicht nur durchquälen muss und dann hier noch mehr hier oben irgendwo reinfliegt. Also das Ganze noch effizienter ist. Das ist wirklich Wahnsinn. Also Punkt 1, deutlich mehr Power. Punkt 2, qualitativ ein deutlich besseres Sägeblatt. Das sind schon mal die ersten beiden Punkte. Und den dritten Punkt, den ich festgestellt habe, wenn ich hiermit säge, dann habe ich hier die Anzeige und solange ich hier in Grün bin und nicht in Gelb und Rot bin, solange ist das auch mit der Kraft völlig ausreichend. Also das ist für mich jetzt so der Gradmesser geworden. Das kann man schwer filmen, will ich gleich noch mal versuchen. Da sehe ich wirklich, wie die Säge belastet wird und danach gehe ich einfach. Lass die Säge hier einfach durchgleiten und lass die Säge arbeiten. Also so ein bisschen nur ganz leichten Druck und dann arbeitet die Säge. Das hätte ich mir wirklich nicht vorstellen können. Das ist Wahnsinn. Also das ist Wahnsinn. Guckt euch diesen Sägeschnitt an. 20 mm Stahl. Das mache ich jetzt gleich noch mal. Vorher leeren wir aber mal den extrem vollen Späne-Sammler aus. Das hätte ich also zwischendurch wahrscheinlich schon mal ausleeren müssen. Und man sieht, was sich jetzt hier drin gesammelt hat. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also die Qualität von so einem Sägeblatt beeinflusst auch, wie viel Späne hier am Ende des Tages wirklich gesammelt werden. Wenn das Sägeblatt qualitativ sehr hochwertig ist, dann wird wahrscheinlich der Abrieb oder die Späne wird viel größer sein und dann fliegen die eher an diesen Späne-Sammler. Meine Werkstatt ist nahezu sauber geblieben, also es ist prozentual noch mal deutlich besser als vorher schon die Ergebnisse und das hat sich hier richtig schon verstopft. Also ich hätte mir normal irgendwo einen Schraubendreher nehmen müssen, hätte das so ein bisschen rauspropeln sollen. Ich habe es jetzt mit der Hand hier gemacht, bitte nachsehen. Ich war jetzt extrem aufgeregt, dass das wirklich so genial funktioniert hat. Aber wenn man sich das jetzt anguckt, das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe hier extra diese alte Plexiglasscheibe genommen, da sieht man das richtig schön, was hier alles rauskommt und es kommt immer und immer noch was raus. Und ich habe jetzt noch einen zweiten Schnitt bei der 20 mm Stahlplatte gemacht und das Ergebnis ist identisch. Das heißt, die Säge geht da wirklich durch wie Butter. Ich habe nicht mit sonderlich viel Kraft gearbeitet. Späne werden extrem gut gesammelt. Das Ganze habe ich mit der Handykamera gefilmt. Da werde ich noch mal ein kleines Kurzvideo von erstellen. Also sieht man, von wegen ist nicht nur eine Eintagsfliege, man kann da wirklich auch mehr mitsägen. Ich habe danach auch noch mal Vierkantrohre geschnitten, diesmal aber nicht aus Stahl, sondern aus Edelstahl. Da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Da kann man sich oft solche Sägeblätter relativ schnell mit ruinieren. Also immer sehr, sehr vorsichtig sein. Hat aber im Prinzip auch wirklich gut funktioniert. Sehr, sehr schnell, einfach durchgeglitten. Am Ende hat man immer so ein ganz bisschen Grat, den müsste man ein bisschen nacharbeiten. Aber ansonsten funktioniert es wirklich auch. Also ich sage mal so, nach dem Sägeblatt vorher, was überhaupt nicht funktioniert hat, ist das natürlich eine richtig schöne Sache. Das macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Man hat ohne Ende Späne gesammelt. Jetzt hat das Ganze natürlich auch einen massiven Wermutstropfen. Man kauft sich so eine Säge. Es gab die schon mal für 79 Euro. Jetzt aktuell kostet sie 99 Euro. Man kauft sich dann dafür noch diesen teuren Akku. Man kauft sich das teure Sägeblatt und. Da kommt natürlich einiges zusammen. Ich mache hier Videos, ich mache hier Tests von wegen. Da will man natürlich sowas zeigen, wie es funktioniert. Auch mal in so extremen Situationen ist immer die Frage, wer jetzt wirklich am Ende des Tages auch 20 mm Stahlplatten oder vielleicht noch stärker damit schneidet. Das werden sicherlich die wenigsten sein. Ich will natürlich auch so ein bisschen eine Belastung für die Werkzeuge simulieren und das dementsprechend auch so ein bisschen stärker sägen, was man hier macht. Also muss sich jeder immer überlegen, ob am Ende des Tages für die paar Schnitte mit so dicken Material nicht eher die Trennscheibe besser ist. Wenn man nur kleine Stahlrohre zuschneidet, wenn man nur ein bisschen Aluminiumblech oder ein bisschen Stahlblech zuschneidet, dann wird sicherlich oft auch die Flex reichen oder wenn man so eine Metallkreissäge nimmt, was eine tolle Lösung ist, dann reicht auch so ein Parkside-Sägeblatt. In diesem Sinne, ich hoffe, dieses kleine Update, dieser Extremtest hat euch gefallen. Wenn ihr dazu weitere Videos und Tests sehen wollt, dann können wir das natürlich gerne nochmal machen. Vielleicht habe ich mir überlegt, besorge ich mir auch nochmal eine Säge auf dem Profiniveau und probiere die beiden gegeneinander aus. Wäre auch mal sehr interessant, zeitlich, aber
aber auch von der Standzeit her. Da kann man sicherlich noch einiges machen. Das war jetzt so Segen und Fluch zugleich. Am Anfang war ich sehr, sehr frustriert, weil das wirklich nicht hingehauen hat. Jetzt am Ende, wenn ich das Ergebnis sehe, dann bin ich natürlich unglaublich glücklich, weil das macht wirklich Spaß. Das ist tolles Werkzeug und das ist wirklich eine ganz andere Liga. In diesem Sinne viel Spaß beim Schweißen. Alles, was ich verwendet habe, verlinke ich natürlich immer unter dem Video. Bis dann, euer Manni.